Unternehmen streben heutzutage nach Transformation. Aber geht das ohne Trauer? Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und heute geht es um Trauer und Transformation. Und ja, wen soll ich da auch international besser einladen als dich, liebe Sabine Mrazek? Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Wir kennen uns schon eine gefühlte Ewigkeit über die Wirtschaftsjunioren, du Frankfurt und Wiesbaden, ich Darmstadt. Also wie gesagt, insofern ist das für uns beide ein gewisses Heimspiel. Ja, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren auch mit dem Stichwort Trauer, auch in der Unternehmensberatung, hast dort unzählige, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen wollte, wäre die Zeit schon rum. Ausbildungen, Qualifikationen, auch international zum Thema Trauer gemacht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du sogar bei Elisabeth Kübler-Ross oder bei jemand, die direkt bei ihr gelernt hat. Also, wen an Profunderem soll ich an dieser Stelle fragen, außer dir? Danke. Ist so, wie es ist. Ja, Ja. Wie ist das mit, die meisten fangen ja auch erstmal an mit der eigenen Trauer. Da wird mir ja auf mhm. dieses Thema erstmal geworfen. Ja. Ähm, Kannst du da von dir selbst aus mal sagen, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Dieses Thema sucht einen ja, das sucht man sich ja nicht, oder? Ja. Ich habe gerne, sehr gerne. Also erstmal ganz herzlichen Dank für diese tolle, für diese Einladung und Gelegenheit, hier in deinem Podcast auch dabei sein zu dürfen. Ich finde es großartig, dass du dieses Thema, dass ihr dieses Thema auch anpackt sozusagen. Ne? Ich selbst bin zu dem Thema gekommen, du hast eben das Stichwort Elisabeth Kübler-Ross genannt. Ich habe Mitte der 80er des letzten Jahrhunderts sozusagen bereits in sehr jungen Jahren, wie der Zufall, es gibt keine Zufälle im Jo. Leben, eine Frau kennengelernt, bei der ich selbst auch ja das ein oder andere gemacht habe. Ihr Name war, die ist leider verstorben in der Zwischenzeit, Bess Weiner. Und Bess Weiner war 15 Jahre lang die Assistentin von der Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Also ganz, ganz eng. Und dementsprechend hat sie auch diese Art oder diesen Spirit oder diese ganze Idee mitgetragen. Ich habe damals eine Ausbildung bei ihr gemacht in Expressive Therapy. Das heißt, dass Gefühle einfach mit dazugehören. Und das war ja immerhin, das muss man bedenken, das war zu Zeiten, in denen man in Unternehmen oder sowas, da hat keiner über Gefühle geredet. Da war alles sehr Kopf, 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 ja. Und was man in Anführungsstriche tut, etc. Und das andere gehört, wenn, dann zu Hause hinter die Tür. Wenn und überhaupt, und da Wenn darf es ja überhaupt. auch Wenn nicht sein. überhaupt. Ne? Ja. Und ich habe damals, ich kam ursprünglich aus der Industrie heraus, war da auch 6 Jahre im Ausland gewesen. Ein zweiter, und das Ausland erwähne ich deswegen, weil ich war unter anderem 2 Jahre in Afrika, in Westafrika. Und in Westafrika in dieser Kultur werden Emotionen ganz anders gelebt als in unseren Mhm. Breitengraden. Und dort war der zweite Anknüpfungspunkt. So von wegen, ist das mit unserer Brille geguckt, war das damals hoch, was machen die? Aber es hat mich trotzdem neugierig gemacht. So. Mhm. Und als ich dann mein Unternehmen gegründet habe in 1997, das Sabe Consult Coaching, ist meine Vision, meine Mission ist immer wieder mit Emotionen in Unternehmen reinzubringen. Also mit Mhm. Menschen, die transparent zu machen, die mitzunehmen auf dem Weg der Veränderung. Und da bin ich noch heute nach 26 Jahren auch noch dem Thema treu geblieben. Ja, zumal Unternehmen wollen ja Emotionen haben, ja. Also du kaufst ja, wenn du BMW kaufst, Ja. kaufst du ja nicht eine Kiste, die dich von A nach B Mhm. bringt. Das kriegst du Mhm. ja auch mit allen anderen hin, sondern du kaufst ja, wie BMW so schön sagt, Freude am Fahren. Also die Emotion wollen Unternehmen ja Mhm. haben, Mhm. ja, aber eben halt nicht die anderen, ja. Ja, ja, genau das ist der Punkt. Ja, Emotionen in den Führungsalltag. Mhm.
Wie können die überhaupt eingebracht werden? Wie dürfen die eingebracht werden? Na, das kommt schon darauf an, wie offen die Führungskräfte, und ich sage immer, der Fisch stinkt vom Kopf, wie offen das Management ist, weil ich persönlich lehne mit meinem Unternehmen, ich persönlich oder auch mit Mitarbeitern, die ich mit einbringe, Aufträge ab, wo der Chef sagt, machen Sie mal mit denen, weil Oh das hat ja. was mit Energie zu tun. Jo. Das hat was mit einer gewissen Reife zu tun und auch einer Offenheit, wirklich zu reflektieren. Mhm. Ich weiß, heutzutage ist das Wort reflektieren in jeder Munde. Alle sprechen davon. Im Internet sieht man das auch schön auf Ja, Hochglanzcharts. ja, 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 die Aber, reflektieren, Breitbilder-Variante kenne ich auch. Mhm. aber für mich gehört Reflektieren wirklich dazu, wo es ans Eingemachte geht. Ja? Und da ist einfach wie war deine Frage nochmal, wie das aussieht? Wie dürfen eigentlich die Führungskräfte das leben, ja? Ja, Also, wie gesagt, manche sind ja so zugeknöpft, die brauchen ja ja. zwischendurch mal einen Finger, damit sie überhaupt die Krawatte nach vorne ziehen können. Also, okay. Klar kenne ich solche Unternehmen auch, weil ich arbeite mit den unterschiedlichsten Industrien zusammen. Und ein Unternehmen, was sich auf den Weg macht, muss das Management, ich sage sogar, muss das Management bereit sein, auch die Chefs und Chefinnen in der obersten Reihe Emotionen zuzulassen und zu zeigen. Mhm. Mhm. Also ich kenne es aus Transformation, weil ich begleite zum einen Einzelpersonen, also Geschäftsführer, aber auch ein oberes Management vor allem, aber auch ganze Teams und ganze Unternehmen, kleinere, in Transformationsprozessen. Und da Mhm. geschieht es eigentlich fast immer, dass an irgendeiner Stelle von einem Transformationsprozess auch Tränen fließen. Ja, Das heißt nicht, dass ich diejenigen quäle oder das vorhabe, aber einfach, wo sich die Emotionen auch lösen. Und das darf sein. Das erfordert aber eine gewisse Größe und auch ein Wollen von wirklichem inneren Wachstum von der Leitung. ja klar. Zumal man muss ja auch immer sagen, in dem Moment, wo es dieses Wachstum gibt, Mhm. bricht ja etwas auf. Und damit bricht natürlich gegebenenfalls auch etwas weg. Und wenn das die richtige Farbe auf dem richtigen Teppich vor dem richtigen Chefzimmer ist, Mhm. ja, Mhm. und damit hat man dann vielleicht auch Mhm. nicht mehr so viel Pommes auf der Schulter oder was auch immer, was es Mhm. bedeutet, ja. Mhm. 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 Ja, und die wenigsten, das fällt mir auch immer wieder auf, die, oft werde ich gefragt, ja, aber wozu das Ganze? Das können die doch zu Hause machen. Ja, wir müssen hier verkaufen, wir müssen das und das machen. Aber zum einen, in dem Moment, die Trauer sucht sich ja ihren Weg. Ja, und wenn wir uns die verschiedenen Ebenen von Trauern angucken, ob das jetzt die depressive Phase ist oder die Wut, ja, wenn ich das unterdrücke, sucht die sich andere Kanäle. Und ich habe mit unter verschiedenen Unternehmen Untersuchungen gemacht, haben wir das über längere Zeit beobachtet, dass sich in Zeiten, in denen diese Gefühle unterdrückt wurden und nicht da sein durften, zum Beispiel im Außen die Konflikte häuften, Reklamationen häuften. Wir haben da eine direkte Korrelation zwischen diesen Wundert Parts. mich überhaupt nicht. Ja. Wundert mich überhaupt nicht. Also ich Mhm. habe letzte Woche das Interview mit Stefan Bartel veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Stefan Bartel kommt eher von der Arbeitssicherheit her, hat die Safety Culture Akademie. Ja. Und er sagt, und ich vermute, du bestätigst mir das, wenn Mhm. ich in ein Unternehmen oder wenn du in ein Unternehmen reinkommst, du kannst nach 2 Minuten sagen, wie der Tag läuft. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und alleine mal aus diesen Emotionen heraus. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja auch dieses, ja. Der andere Aspekt ist, jetzt arbeite ich ja vorwiegend mit Führungskräften und ich habe im Mhm. Schnitt, ich arbeite auch viel international, weil ich in der internationalen Entwicklungshilfe, auch Friedensdienst, Leute begleite, die wirklich auch in Krisengebieten sitzen, etc. Und auch gerade in dem Bereich Führungskräftekompetenz, ja, Mhm. merke ich schon oder stelle ich immer wieder fest,
Das eine sind die Basics, die es zu lernen gibt. Hm? Wo ich habe zum Beispiel auch E-Learning-Kurs etc. Also was wichtig ist, dass die Führungskräfte das Fundament lernen. Aber das andere ist das sozusagen nicht nur das Sahnehäubchen obendrauf, sondern die zweite Seite, die den Teig sozusagen fertig und schmackhaft macht, ist Oh nämlich ja. das Zulassen von Gefühlen. Und das heißt, wenn ich als Führungskraft nicht in der Lage bin, das bei mir zu spüren, will ich dann einen Mitarbeiter befähigen und weiterentwickeln, dass der zum Beispiel sich jetzt aus seiner Komfortzone wirklich rausgeht? Weil dazu gehören meistens Widerstände, Trauer, Tränen Mhm. etc. Ja. Gucken wir gerade mal noch auf eine Ja, Situation. Jetzt ist ein Mitarbeiter in dem einen Team verstorben. ja, Was kann ich jetzt als Führungskraft an dieser Stelle tun? ja. Ist das auch an der Stelle, mh, oder was brauche ich in diesem Moment am meisten als Führungskraft? Was brauche ich am meisten als Führungskraft? Punkt eins ist die eigene Berührtheit und das eigene Zulassen meiner Emotionen. Punkt zwei ist eine gute, ich sage jetzt mal, gute innere Haltung, einen Stand, so dass ich mit meinem Team zusammen an das Thema auch oder den Tod, die Trauer, auch den Raum aufmachen kann für die Trauer, die einfach auch im Team entsteht. Mhm. Mhm. Ohne aber das jetzt komplett zum Topic zu machen, ja, also nicht über Wochen hinweg, aber zumindest Rückwärts, ja. den Raum aufzumachen, ja. Mhm. Mhm. Hm? Weil, ich finde die Frage ganz großartig, die du stellst, weil die sitzen dann eher immer wieder beim Mittagessen dabei und dann reden die einzelnen Grüppchen, also drüber. Also Menschen, das sucht sich ja seinen Weg oder ihre. Mhm. Ähm, aber entweder die einen ignorieren das völlig, tun so, ah ja, das gehört hier nicht hin. Oder die anderen wiederum, das stelle ich auch häufig fest, fallen zu sehr in ein Mitleiden rein, in fast so eine Co-Abhängigkeit. Ich werfe sogar das Wort Co-Abhängigkeit mit rein. Ja, dann frage ich aber an der Stelle bewusst Ja, auch nochmal auf diese ja, Co-Abhängigkeit. ja, Für mich ist ja Trauer der Punkt, oder Trauer ist in dem Moment gelöst, wenn ich sagen kann, wer ich ohne die Person oder diese Situation bin, wenn ich mich neu sortiert habe. ja. Ähm, Ist das im Endeffekt ähm, vielleicht auch eine Delegation von einer Nicht-Eigenpositionierung? In einer gewissen Weise, ja. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, ja. Ja, oder eben halt dieses berühmte, dann, wenn wir selbst innerlich zerrissen sind, dann zerreißen wir gegebenenfalls auch jemand anders in der Luft. Ja, ja. Und wenn wir innerlich Mhm. zerrissen oder angefressen von Trauer sind, Mhm. dann brauchen wir eben halt, dass wir da nochmal drüber rascheln und dort nochmal und so Mhm. weiter und so fort. Also im Endeffekt auch eine Delegation eigener Nichtpositionierung. Ja, ja. Ja, Ja, finde ich ein sehr, ich lasse es gerade wirken, ja. Die spannende Frage ist halt, wie dem zu begegnen im Alltag, ja. das ist genau nämlich meine nächste Ja, Frage. okay, ja. Wie weit kann das in diesem Mhm. Moment eine Führungskraft, ich denke mal, möglicherweise registrieren? Im Mhm. Sinne von, da wird weiter geraschelt. Ich Mhm. sollte vielleicht auch mal weitere Gespräche aufnehmen, Mhm. damit mir das Ding nachher nicht um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, denn das wird ein Eigenleben. Also es hat noch keine Trauer, ist einfach Mhm. so verflossen. Das wird ein Mhm. Eigenleben geben. Ähm, sprich, wie kann ich an dieser Stelle als Führungskraft reingehen und mein Team stärken? Mhm. 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 Ich, ich denke, oder nicht nur ich denke, ich weiß es also aus der Praxis, die ich heraus kenne,
dass das der beste Weg ist, das Gespräch, den Raum aufzumachen Mhm. und sich zu trauen, auch das Thema anzusprechen oder auch die als These auch in den Raum zu stellen, wenn ich beobachte, ja, also es braucht eine hohe Achtsamkeit der Führungskraft in diesen Zeiten. Und ja, es kommt auch immer wieder auf die Stellung der Person an, die sie, also jetzt nicht von Position und wichtiger oder so, aber wie Mhm. vernetzt ist sie in dem ganzen Team, ja? Welchen Mhm. Stellenwert hatte sie? Es ist ja vom Systemischen her, hängen ja eben von der systemischen Betrachtung her, ja? Ja. Und da auch eventuell die besonders nahen Personen gerade mir besonders anzuschauen und im Gespräch diesen Raum aufzumachen, ja? Mhm. Auch sich zu trauen, als Führungskraft die Frage zum Beispiel zu stellen, wie gehst du mit deiner Trauer um? Ja? Mhm. Wo hat die Raum? Mhm. Auch wenn ich als Führungskraft in diesem Moment selbst keine Antwort weiß. Ja, ja, Ja. 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 Mhm, mhm, Wie würdest du es an dieser Stelle sehen? Ich hatte kürzlich Nathalie Grebe im Gespräch und ja, Nathalie Grebe begleitet unter anderem Konzerne ja, bei dem Stichwort Suizid. mhm, ja, Und das ist natürlich für Teams ja genau die größte Bombe. mhm, ja. Kannst du dir zum Beispiel an der Stelle auch gut vorstellen, zu sagen, in diesem Moment gehe ich für den Vormittag mit in dieses Team rein als Externe und gucke, dass wir das richtig, sag mal, eingestielt bekommen, dass eben halt nachher die Führungskraft gut mit dem Team weiterarbeiten kann. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das tatsächlich in all den Jahren auch das ein oder andere Mal in Teams erlebt. Und da ist gerade, ich habe vorhin so dieses Thema auch Co-Abhängigkeit, Mitleiden, nicht mit, das meine ich nicht mitfühlen, sondern mitleiden, so dass diejenige, das hat auch immer was mit dem Thema Verantwortlichkeit mit zu tun, ja. Mhm. Und auch diesem Dasein dürfen zwischen Mitfühlen und Trauer und gleichzeitig weitergehen Mhm. oder Mhm. meins machen, ne? Ja. Ja, Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt nochmal von der ja, Organisationsentwicklungsseite her sehe, ja, ähm, und dann sind wir wieder bei meinem Eingangsstatement. ja, Wenn das Team nicht in diesem Moment wirklich in die Trauer reingeht und in die Transformation reingeht, ja. wird dieses Team stehen bleiben. Bestenfalls. Ja, und es wird sich anders zeigen, an anderen Stellen zeigen. Wo Wenn würde das es sich zeigen? Wo würde es sich zeigen? Zum Beispiel an dem Thema Konflikte nach einer gewissen Zeit. Es würde Mhm. sich auch eventuell zeigen daran, wenn das Unternehmen, der gerade jetzt auf Konzernebene oder so, oder wenn es ein größeres Unternehmen ist, wenn sie in einem Veränderungsprozess sind, wo ja jetzt im Moment gerade viele sind mit Transformation Richtung Nachhaltigkeit gehen. Mhm. Menschen müssen sich ändern, verändern etc. Ja? Und haben da gleichzeitig eine Veränderung, wo sie aber nicht hingucken. Ja, Mhm. ja, ist ja eigentlich so, ja. Ähm, da laufen die Unternehmen einfach auch oder diese Teams, die betroffen sind, in das Risiko rein, dass diese Veränderung nicht in den gewünschten Bahnen verläuft und auch nicht mit dem gewissen Tempo, weil diese unterdrückte Trauer ja auch Lebensenergie, die nimmt ja die Energie mit weg, ja? Mhm. Oder die, Mhm. entweder sie drosselt sie oder es kommt so mit einer Wucht mit raus. Ja, ja. Beziehungsweise, ich Ich weiß gehe zum nicht. Beispiel, wenn du sagst, ja, wenn ein Team diese Trauer nicht lebt, ich habe das auch manchmal, dass die einfach nicht an dem Punkt sind, das ist jetzt nicht wertend, ja, dann gehe Mhm. ich manchmal spielerisch rein, ja. Ich habe zum Beispiel bei Johannes Galli gelernt, ja, also Spontanschauspiel, ja. Und da kommt sehr viel von den Märchen mit her, ja. Mhm. Ich bringe da manchmal dann so spielerische Einlagen mit rein, wo ich sehr gut an die unterschiedlichen Stadien von Trauer mit drankomme. Ich sage jetzt mal, ohne vielleicht das Kind direkt beim Namen zu nennen. Also es ist nicht so irgendwie so ein Hidden Agenda oder so, aber so, dass der Zugang zu den Gefühlen da ist, dass es im Spielerischen Ja, auch mit ja, reinkommt. Ja, ja. ja, mhm. Auch noch aus meiner Und Zeit als Klinikpfarrer habe ich ja dann auch ja, wiederum gesehen,
dass diejenigen, die ihre Trauer oder ihre Konflikte an dieser Stelle nicht lösen, ja, ja, in die Krankheit gehen. ja, Ja, also Stichwort, das also ist für mich ist klar. ja im Endeffekt Mhm. ein Burnout, ein Infarkt der Seele. Du hast den Herzinfarkt. Das halte ich im Herz nicht aus, das halte ich im Kopf nicht Mhm. aus, dann habe ich einen Schlaganfall. Ja. Ja, ich kann mich hier nicht mehr bewegen, dann habe ich im Mhm. Endeffekt die Thrombose bis zum Mhm. geht nicht mehr. Ähm, das äußert sich dann. Ja, 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 100 Pro. Ja. Mhm. Oder dass Menschen eben halt sagen, also das muss ich mir nicht weiter antun, ich gehe. Ja, ich gehe. Sie nehmen sich zwar mit und werden dann wieder selbst in eine ähnliche Situation mit reinkommen, aber für das Unternehmen ist das die Konsequenz daraus, ja? Ja. Ja, Wie ja. siehst du an dieser Stelle, es gibt ja immer diesen berühmten Satz, Mitarbeiter verlassen die Führungskräfte, nicht das Unternehmen. Mhm. Ich erlebe halt des Öfteren auch Unternehmen verlassen die Mitarbeiter. Mhm. Unternehmen verlassen die Mitarbeiter. Ja. Mhm. In dem Ist, Moment, wo du eine Trauersituation hast, ja. Ah, ja. vorher reißt du dir auf Deutsch gesagt den auf, ja, für das Unternehmen, Ja. schubst hier nochmal eine Überstunde, machst da nochmal Mhm. was. Mhm. Und jetzt hast du selbst einen Trauerfall Mhm. Mhm. und keinen interessiert's. Mhm. Ja. Und hinter dem keinen interessiert, steckt Angst der Betroffenen, mit sich selbst konfrontiert zu sein, mit Richtig. den eigenen Gefühlen. Jo, Ja, ja, Klassiker. ja, Klassiker. Ja, Ja. ja, Aber dann ist ganz klar, dann muss man jemand wie dich oder wie uns all Professionelle im Netzwerk, muss man holen, denn sonst muss man Strafzölle zahlen. ja, ja. Ja. Mhm. Ich merke es zum Beispiel, du hattest mich ja eingangs gefragt, Mhm. was mich zu dem Thema Tod auch bringt, ja, oder Tod, ja, aber zu dem Thema Trauer, ja. Mhm. Also das eine ist das, wo ich angefangen habe. Ich habe jetzt gerade, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, ich habe sie begleitet, ja. Und jetzt komme ich ja aus dem Bereich und ich habe viele Rituale auch gemacht. Ich habe auch Mhm. lange Zeit zum Abschied nehmen gehabt, ja. Und klar, man sagt ja das eine Jahr, das ist sowieso immer als Betroffene, ja, es hat ja Mhm. einen Grund, Mhm. die einzelnen Jahrestage. Aber ich merke manchmal, in dem Moment, wenn ich nicht diesen Raum mir nehme, dieses Zeitfenster, was ich mir selbst gesetzt habe, plötzlich kommt in völligst, ich sage jetzt mal eigentlich unangemessenen Momenten, kommt es hoch. Ja, dann nimmt es dir den Raum. Ja, Ja, dann nehme ich mir den Raum. jetzt nimm dir Ja, endlich den Raum. ja. Ausrufezeichen. Und jetzt passiert es. Und ich weiß jetzt immer ziemlich klar, ich weiß dadurch, dass ich mich viel mit dem Thema beschäftige, ich weiß, wie schnell, was ich dann zu tun habe oder was da fehlt, ja. Mhm. Aber das ist jetzt nur noch mal von mir, auch von meiner Seite, so mit so dieses Beispiel, wo ich manchmal, obwohl ich denke, ja, ich bin da sehr, sehr aufmerksam und sehr reflektiert und alles, und dann merke ich, huch, das kam aber jetzt schnell, ja. Wir alle kennen das Johari-Fenster. Ja, 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 genau. Den toten Wickel im Rückspiegel, ja. Ja, ja. Ja. Ja, aber das gerade, was du sagtest, ja, wenn es ignoriert wird in die Krankheit rein, habe ich auch in einigen Unternehmen oder auch in einigen Teams erlebt, ja. Mhm. Oder auch, wie gesagt, plötzlich Mitarbeiter, wo der Chef sagt, früher hat das immer alles geklappt, ja, und das war reibungslos, plötzlich gibt's nur noch Ärger, also Konflikte und Mhm. es tauchen irgendwie seltsame Dinge auf, ja. Habe ich die Erfahrung gemacht, das hat sehr häufig mit dem Thema nicht gelebte oder ausgedrückte Trauer zu tun. Mhm. 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 Wie ist das eigentlich in dem Moment, du kommst jetzt in ein neues Team rein Mhm. und du bist dir sicher von dem, was du aufnimmst, hier ist Mhm. Trauer da. Mhm. Mhm. Wie holst du dir die Erlaubnis, darüber zu sprechen? Mhm. Ich komme rein von dem Pragmatischen, was diejenigen im Kopf Mhm. also erstmal muss das Kopffutter hin, das wie ein Veränderungsprozess funktioniert.
und dass bei einer Veränderung es immer so ist, dass es völlig normal ist, dass man erstmal Widerstände hat, ja, und. Ich zeige dann die einzelnen Phasen und sage dann im nächsten Schritt, und genau die Phasen, das sind letztendlich genau die Phasen, die es bei einem Trauerprozess hat. Und dann habe ich meistens schon das Thema mit im Raum, ne? Mhm. Ich muss es nicht, also ich würde jetzt nicht in dem Team direkt den rausholen oder die Person, die jetzt vielleicht gerade betroffen ist, ja, Ja. auch von einem Elternteil oder. Aber ich würde es allgemein, ich mache das sozusagen an was anderem mit fest, also an dieser Mhm. rein sachlichen, ja, die einzelnen Phasen von Veränderungsprozess nicht wahrhaben wollen und depressive Phase, Trauer bis zur Akzeptanz sind. Mhm. Und dann parallel dazu, und das kommt eigentlich daher. Lasst uns doch mal gucken, wo steht ihr denn gerade emotional? Und dann gehe ich so eigentlich ins Spielerische rein. Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal auf das Betriebswirtschaftliche gucken. Ja. Als ich vor einem halben Jahr auf LinkedIn entsprechend gepostet habe, im Sinne von Trauer im Unternehmen, wir machen das von der Arbeitssicherheit her und das kostet ja auch was. Da wurde ich von zweien, ich sag mal, etwas angefeindet nach dem Motto, Trauer kostet doch nichts. Zumal, wenn mein Mitarbeiter trauert, der andere schafft die Arbeit mit. Mhm. Ja, Mhm. ja, genau. Okay, okay. Es sind doch nur die Bruttopersonalkosten und der andere schafft die Arbeit mit. Mhm. 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 Wie würdest du das sehen? Wo würdest du da an der Stelle die Kostenstelle sehen? Ich würde da die Kostenstelle auch bei dem anderen sehen, der die Arbeit mitmacht, weil das eine ganz klare Verlagerung ist. Mhm. Der andere macht die mit bis zu einem gewissen Level, aber unten drunter sind ja auch, da ist dann sozusagen die Verlagerung von den Gefühlen. Und dann wird es zeitversetzt irgendwann knallen. Mhm. Ich sage jetzt Knall. Jo, Ja, ich sehe das sehr genauso wie du. Also ja, mir fallen da sogar direkt ein paar Namen dazu ein. ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, Ich denke auch, das sind oftmals Menschen, ich meine das gar nicht, ich würde das auch gar, also ich persönlich jetzt, ich sage das auch gar nicht so von oben herab. Es sind oftmals Menschen in Unternehmen, die sich oder Führungskräfte, die sich das nicht vorstellen können, wie das gehen soll, das einzubinden. Ja, also dass das mhm. nicht Mhm. böswillig, dass sie so egoistisch da sind und nur nach den Zahlen gucken, sondern da sie einfach den Zugang dazu nicht haben. Denn jeder Chef, ich sage immer noch Chef, jede Führungskraft, die Mhm. jemals erlebt hat, was für eine Energie in ihrem Team freigesetzt wird, wenn, und manchmal reicht da wirklich ein halber Tag, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Team gestorben ist, wenn diese Zeit investiert wird, der Raum gegeben wird, drüber zu sprechen, aber nicht nur drüber zu sprechen, weil das höre ich auch oft, dass es dann heißt, jetzt machen wir in der Mittagspause oder so. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich beim Mittagessen sitze und mal über den Karl Gustav rede oder ob ich einen Raum aufmache und Mhm. Ritual mit einem Ritual, ich mache das dann auch mit Ritual, Mhm. denjenigen verabschiede, loslasse. Und das, Ja, sonst ist er ja noch ja, im Raum, oder? eben, sonst ist er ja noch da, genau. Ja. Und und wer jemals diese Erfahrung, das kriege ich von vielen meiner Kunden auch von vor 20 Jahren teilweise noch zurück, wer jemals durch diese Erfahrung durchgegangen ist und gesehen hat, wie viel Energie und Leben, ja, Leben, das bei dem Team verursacht hat, der wird sowas nie mehr vergessen, ja, der wird das jedes Mal, ich sage jetzt jedes Mal diese Zeit eher, wenn das nur so ein paar Stunden sind, investieren. Hm? Auf Ja, jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. An der Stelle würde ich einfach noch mal so ein bisschen den Kreis jetzt schließen. ja. So mal in unserer Eltern- oder Großelterngeneration. Da gab es ja noch diese Sache, jemand ist verstorben, die Uhr wird zugehängt. Das Fenster wird Möchtest du das aufgehängt. letzte bitte wieder nochmal wiederholen? Das ist Ja, in unserer Großelterngeneration war das noch mal eher verbreitet. ja, Es ist jemand gestorben, die ja, Uhr wird zugehängt. Das Fenster wird aufgemacht, ja, damit die Seele rausgehen kann. ja. Ja, beziehungsweise ich war ja auch bei vielen Menschen, die jetzt gerade eben verstorben sind, dabei. Und dann Mhm. merkte man wirklich, ja, der Arzt hat zwar angekreuzt, ist eines natürlichen Todes gestorben, Mhm.
aber die Seele war noch im Raum. Ja. Ja. Mhm. Und das ist ja in dem Moment auch das Entscheidende. Auch das haben wir ja auch in den Unternehmen. Ja. Auch wenn das in die heutige Zeit irgendwie nicht mehr reinpasst. Mhm. 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 Ja. Ich finde das total spannend, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, was Mhm. du gerade sagtest mit der Seele. Ich merke das dann immer auch in Unternehmen, wenn zum Beispiel jetzt, wenn es so Familienunternehmen sind, die übergeben wurden, ja. Und wenn der Nachfolger im gleichen Büro sitzt, auf dem gleichen Stuhl, da ist irgendwie dieses, wenn da nichts verändert wurde, auch von den Energien einfach her, Ja. ja, die Seele nicht verabschiedet wurde, ja, was du eben sagtest, dieses mit den Fenster aufmachen, das hier einfach noch drin ist. Ja. 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 Ich habe das tatsächlich soll ich noch ein Praxisbeispiel bringen? Die Zeit nehmen wir uns noch. Okay. Ich habe das tatsächlich mal in einem Unternehmen in NRW erlebt. Da ist die ganze Firma, das war ein Start-up-Unternehmen, die dann mit der Zeit, ich habe die, glaube ich, 2, 3 Jahre begleitet, die sind von ein paar Leuten angefangen und waren dann halt so, keine Ahnung, 50, 60 Leute. Die sind umgezogen in ein neues Gebäude. Und irgendwie waren gleichzeitig haben gewisse Personen in gewissen Büros gesundheitliche Problematiken bekommen. Ne? Alle Mhm. plötzlich Verdacht auf Herzinfarkt. Also das waren Mhm. alles Mhm. relativ junge, ja. Mhm. Und da sind wir dem Ganzen auf die Spurensuche gegangen, woran das lag. Und das Mhm. lag genau an sowas, was du gerade sagtest, was da noch für eine Energie drin gehangen hat. Ich sag's jetzt mal so rum. Ja, natürlich. Natürlich. Nachdem etwas verändert wurde, und das war teilweise wirklich, ich sag jetzt mal, es hört sich sehr banal an, das war mehr als nur die Fenster aufmachen und mal vielleicht Mhm. Büros zu wechseln oder so, das Bewusstsein alleine, hat sich was verändert. Ja, Kann dir das aus vielen Bereichen nur bestätigen. Stichwort Morpische Felder. genau. Ja, ich sag mal Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. In den Shownotes verlinken wir auf jeden Fall deine Seite. mhm. Zumal, wenn jemand da sagt, ich habe da auf jeden Fall einen Beratungsbedarf, darf er auf dich zukommen, aber ich vermute mal, dein Terminkalender sagt, machen wir gerne, aber 2025. Ähm, Naja, ich werde nicht ganz, aber nicht ganz, aber weil das ist ja ein sehr zeitnahes jo. Ereignis, das ihn wenig, aber es ist ziemlich gefüllt, aber Wie gesagt, oder jemand jetzt sagt, findet man. Ja. im September Mhm. beginnst du ja, glaube ich, auch einen entsprechenden Ausbildungskurs, dass wenn einer sagt, Mensch, ich Genau. möchte mich da überhaupt erstmal mit kundig machen, das wäre ja auch mal eine Option. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Wir können gerne auch noch mal eine Folge machen. Ich sage einfach mal Ja. ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank dir. Danke.